Begleitung des Menschen in seinem Vervollkommnungsbestreben. Tagesgedanke, 19. September 2018. Das Ziel des Lebens ist, zu leben, ganz einfach. Und man kann nur leben, indem man Verbindungen mit allem eingeht, was existiert und das Universum bevölkert. Das heißt den Naturgeistern, aber auch den Engeln, den Erzengeln, all den göttlichen Wesen bis hin zum Schöpfer selbst, der sein Leben in jedes Wesen, in jedes Ding gelegt hat. Alles in uns und um uns herum erzählt uns unablässig von der Gegenwart Gottes. Aber den Menschen genügt das erstaunlicherweise nicht. Sie hätten es lieber, dass er sich ihnen persönlich zeigt. Und vielen würde nicht einmal mehr das ausreichen. Sie haben es so eingerichtet, dass sie nichts mehr sehen, nichts mehr hören und auch nichts mehr spüren. Es wäre also notwendig, dass der Schöpfer sich mit Blitz und Donner zeigt, um ihre harte Schale zu sprengen. Aber das tut er nun einmal nicht. Er lässt die Menschen in sich selbst die Mittel suchen, um ihn zu entdecken. Meister Omraam, Mikhael, Aivanhov. Es werde also Licht. Die Berufung, Quelle zu sein, legte Gott von Anbeginn in den Menschen hinein. Wenn er außen und innen alles macht sauber und rein, so wird er später diese Quelle sein. So fließen die göttlichen Kräfte, Tugenden und Eigenschaften in ihn hinein und aus ihm heraus. Und so wird er zu einem vollbesetzten Haus. Und alle sollten einen Nutzen ziehen können daraus. Die anderen sind am Nehmen, er als Quelle ist am Geben. Die anderen sind weiblich rezeptiv, er männlich emissiv. Ist die Quelle gegenüber dem Himmel rezeptiv und zur Erde emissiv, so wird die Quelle Mensch als Prisma mit der Zeit gleichschenkelig, klar und rein. Die geistigen Kinder, welche dadurch geboren, werden später als Wahrheit hören viele Ohren. So ist das neue Leben gedacht, damit der Mensch im Geiste der Brüderlichkeit zum wahren Bewusstsein erwacht. Jeder, der will Quelle sein, sollte hinstreben zu Opfer und Verzicht. So bekommt er mit der Zeit das wahre Licht. Ist er bestrebt zu geben, so wird sich das Wasser zur Quelle erheben. Im Weisen sind zwei Pole verbunden, weshalb er sich so kann bekunden. Nur das stete Wasser hüllte den Stein, und diese Arbeit macht den Menschen rein. Durch die tägliche Morgenstund und den Weg durch die Nacht, der einst der neue Mensch erwacht, wurde ihm durch diese Arbeit von oben und von unten das bewusste Sein gegeben, so wird er sich erheben, um alles weiterzugeben. Wer also mit den segensspendenden Gedanken und Gefühlen sich selbst und die ganze Schöpfung belebt, dieser nach Höherem nun strebt, kommt Wachsamkeit und Beständigkeit hinzu, so weichen die Hindernisse zur Seite, zwar nicht im Nu, aber immerzu. Diese Blume wird nun angehoben und von unten angeschoben. Das höhere Überbewusstsein und das Unterbewusstsein tragen nun dazu bei, dass das neue Leben zugegen sei. Geduld ist also hohe Liebe,
Und bis man für sie ist vorbereitet, braucht es seine Zeit. Auf diese Weise wächst der Baum nach oben und die Wurzeln wachsen nach unten. Wenn oben sollten Früchte kommen, so muss der Baum verwurzelt sein viel. Deswegen vergraben sie sich mit diesem Ziel. Der Baum Mensch macht die Barmherzigkeit stabil und das Vertrauen bringt Früchte viel. Durch Geduld, Hartnäckigkeit und Widerstandskraft die Wurzel den Weg in die Erde schafft. Durch Uneigennützigkeit und Selbstlosigkeit wird die Seele allumfassend weit, die Folge ist Glückseligkeit. So wird das Herz rein wie ein Kristall, der Verstand leuchtend wie die Sonne, die Seele weit wie das All und der Geist allmächtig wie Gott und mit ihm vereint. Mit dieser Formel hat es Meister Peter Aivanhov unvorstellbar gut mit uns gemeint. Sonniges Bestreben heißt, das Empfangen und Geben auch zu leben. Lange zuvor musste ein Weiser schon alles geben, bevor ihm dieses Licht wurde gegeben. Und wenn ein Weiser spricht und so die Dunkelheit durchbricht, so kann es sein, dass man ihn zurücklässt allein, weil dieses Licht für die anderen ist zu rein. Es kann auch sein, dass man ihn bringt und niemand weiß warum. Vielen ist es so ergangen. Kurz darauf sind sie am Galgen gehangen. Das Licht wird in der Dunkelheit nur selten mit Freude empfangen. Später nimmt die Gerechtigkeit die Feinde gefangen. Stetes Wasser hüllt also den Stein, welches den Menschen macht wieder rein. Und durch die tägliche Morgenstund wird geheilt so manche Seelenwund. Wird gelegt das Gold in den Mund, so ist gekommen die Zeit, wo der Geist sich bekund. Oftmals wirft man also die Perlen vor die Säue, ohne dass diese jemals bewiesen hätten, irgendeine Treue. Ebenso nicht irgendeine Reue oder Interesse zeigten für das wirklich Neue. Die Weisheit wurde uns als Schutzwehr gegeben fürs höhere Überlegen, damit wir nicht irgendwo brennende Streichhölzer hinterlegen. Nicht das wohlwollende Meinen bringt das Göttliche zum Keimen, eher bewegt eine Seele das schmerzerfüllte Weinen und erkennt so, dass sie trotzdem zählt zu den Seinen. Das erhabene Leben wird also im großen Schmerz geboren, dies sollten vernehmen unsere Ohren. Die Bedürfniswelt im Inneren hält also nicht still und jeder Bereich von jeder Ebene ruft, ich will. Genau. Hier begegnen wir einer Realität, der es in die Augen zu schauen gilt, mit Priorität. Im bewohnten Haus Mensch, in dem man sich selbst nicht kennt aus, gehen höhere und niedere Bewohner ein und aus. Äußerst tüchtig dreht jeder am Schalter vom Ich will. Und wer auf Dauer nicht will Sklave sein, dem sollte die Reinheit ein großes Anliegen sein.